Am 4. März sind wir auf eine Schneeschuhtour gegangen. Dann sind wir dort gelaufen und nach etwa einer Stunde habe ich plötzlich Herzrasen bekommen. Nach einer halben Stunde haben wir dann gefunden, wir läuten am 144 Jahre. Ich habe gewusst, jetzt kommen Profis. Also ich habe mir nie irgendwelche Sorgen gemacht, dass das ein Problem könnte sein. Ich bin Daniel Frey aus Umbrächtiken und ich bin von der Erzermatt gerettet worden. Daniel Frey, was sind wir hier? Ja, wir sind hier im Obergoms. Wir sind im Vorfeld vom Rhone-Gletscher, den man leider nicht mehr sieht. Eine wunderschöne Landschaft. Das Obergoms zieht dich schon seit 10, 15 Jahren immer wieder an, vor allem im Winter. Was gefällt dir hier so am Obergoms? Ja, ich muss ein bisschen ausholen. Ich bin schon noch im Gimmi, sind wir mal da gewesen, im Arbeitseinsatz. Da hat es mir schon sehr gefallen, zu Reckingen. Und seit 10, 15 Jahren komme ich mit meiner Frau regelmäßig im Winter und manchmal auch im Sommer ins Obergoms. Es ist das Tal, das uns sehr gefällt, der Sport, den man machen kann, dass es nicht so überlaufen ist, dass es nicht so schickimicki ist. Ist eine herrliche Umgebung zum Ferien machen. Jetzt seid ihr hier im Winter zum Sport machen, Langlauf. Jawohl, Winterwandern. Es ist wirklich ein Ort für den Alltag zu vergessen. Genau. Aber einen Tag wirst du garantiert nicht vergessen. Und das ist der 4. März. Was ist passiert? Am 4. März sind wir auf eine Schneeschuhtour gegangen. Von Oberwald aus Richtung Rhonequelle. Es gibt eine schöne Rundtour. Und da laufen wir die Furka-Strasse auf. Die ist zu im Winter. Das ist ein schöner Wanderweg. Kann man runterschlitteln. Dann sind wir dort gelaufen und nach etwa einer Stunde sind wir an einem Punkt und habe ich plötzlich Herzrasen bekommen. Aha. Hast du das schon mehr gehabt? Das habe ich schon mehr gehabt. Das habe ich auch abklären lassen. Und das war immer ganz kurz, ein paar Minuten. Und der Arzt hat gesagt, das muss man nicht behandeln. Das ist nichts Gefährliches, grundsätzlich. Was jetzt neu war dort, es hat auch nicht aufgehört. Man kann so Manöver machen, um es versuchen zu beruhigen. Es hat alles nicht funktioniert. Was sind das für Manöver? Das ist das sogenannte Valsalva-Manöver. Da tut man das Bauch pressen und durch das gibt es einen vegetativen Reiz. Das soll das Herz ein bisschen beruhigen. Man kann kalte Getränke nehmen. Ich habe ein bisschen Schnee gegessen, das ist etwas äquivalent. Man kann die Halsschlagadern massieren, um ein bisschen Blutzufuhr ins Hirn limitieren. Hat alles nicht geholfen. Und nach einer halben Stunde haben wir dann gefunden, wir rufen einen Kollegen an. Das ist ein pensionierter Herzchirurg. Er hat gesagt, ja, es wäre, glaube ich, gescheiter, wenn wir jetzt 144 Jahre rufen. Das hat meine Frau auch gemacht. Dir vielleicht noch in diesem Moment ein bisschen näher anschauen. Plötzlich aber das Herzrasen, das nicht mehr wirklich häufiger tut. Hast du Angst bekommen? Ja. Was hast du gedacht? Ja, wieso? Schwieriger Moment, hä? Nicht schon warten. Kein Problem. Deine Frau war bei dir? Ja. Sie hat um 144 angerufen. Wie ist deiner Frau in diesem Moment gegangen? Ja, wir haben es natürlich nachher besprochen. Es hat auch funktioniert. Ja. Natürlich hat sie das auch beschäftigt und das ist ihr nachgegangen, aber in dem Moment hat es wirklich noch funktioniert. Und dann ist der Moment passiert, wo die Rettung stattfindet. Der Helikopter ist gekommen und dann kommt der Rettungsspezialist mit der Winda. Was hast du da gedacht? Jetzt kommt die Hilfe und ich habe gewusst, jetzt kommen Profis. Also ich habe mir nie irgendwelche Sorgen gemacht, dass das ein Problem könnte sein. Hier, so ist jetzt das passiert. He? Ja. Wie geht es dir jetzt, wenn du das siehst, hier, wo du das Problem beim Herz gehabt hast? Ja, es tut mich jetzt schon wieder ein bisschen beschäftigen. Aber es geht. Ja.
Siehst du die Bilder noch so im Kopf? Ja, ja, deutlich. Also kann man die Felsanker erinnern und dann das kleine Absätzchen dort, im untersten Felsanker, dort bin ich tatsächlich drauf gesessen. Weißt du noch, bis es war? Du kannst dich an den Anflug vom Helikopter noch daran erinnern? Ja, ich bin dort, wie gesagt, dort gesessen und plötzlich hört man ihn. Ja. Also das Knattern vom Helikopter. Und dann war er auch schon über uns gewesen. Meine Frau hat das Zeichen gemacht, das Zeichen, dass er am richtigen Ort ist. Und dann ist er nochmal gegangen, hat wahrscheinlich zuerst auskundschaftet und dann das zweite Mal haben sie den Rettungsspezialist abgeseilt. Ja. Und der ist wirklich butterzart, einen halben Meter neben mir haben sie ihn abgesetzt. Dann ist der Sven hat er geheissen. Ja. Der hat dann so ein Gestelltchen ausgepackt und hat mir das angelegt und hat mich dann an seinem Gestelltchen angehängt und hat dann gefunkt am Pilot. Der ist dann wieder gekommen, das Seil runtergelassen, haben uns eingehängt. Dann ist es aufgegangen. Es ist eigentlich ratzfatz passiert. Ja? Also ich würde sagen, das ist keine 2 Minuten gegangen. Extrem effizient und schnell gegangen. Ich bin an dem Seil gehangen und habe ein bisschen rumgeschaut und plötzlich, als ich rumschaue, ist der Heli von meiner Nase in der Luft. Also wir sind ständig aufgezogen worden, aber das merkt man nicht, wenn man an dem Heli hängt. Und als nächstes sind wir dann auf dem Militärflughafen Ulrichen, also schon kennen wir, aber dort zwischenlanden und dort haben sie mich dann behandelt und dort haben sie das Herzrasen stoppen. Was haben sie gemacht? Ja, da legen sie eine Zuleitung legen und so ein Medikament spritzen, wo im Wesentlichen das Herz anhalten. Und bei einem gesunden Herz tut es dann aber weiterschlagen. Und durch das Anhalten und das Weiterschlagen ist es dann in den normalen Sinusrhythmus wieder reingekommen. Deine Geschichte ist mit diesem Einsatz natürlich noch nicht fertig gewesen. Im letzten halben Jahr ist eigentlich viel passiert mit dir. Genau. Ich bin dann nach dem Zwischenfall zum Doktor und wir haben das angeschaut und haben gesagt, ja, wir können es mal mit Medikamenten probieren und dann sollte das nicht mehr auftreten. Es hat dann aber weitere 2 Episoden gegeben. Also 2 weitere Episoden hast du wieder so Herzrasen bekommen. Und mit dem und was da passiert ist, habe ich mich dann entschieden, dass ich die Operation mache. Gemäss Aussage vom Arzt habe ich jetzt eine 98%ige Wahrscheinlichkeit, dass das nie mehr auftritt bei mir. Du bist für natürlich alles Gute, dass das euch passieren wird. Ferien hier oben am Obergoms im nächsten Winter steht nichts mehr im Weg. Gar nichts. Wir haben unsere Ferienwohnung schon reserviert. Im Nachhinein habe ich ein paar Mal gedacht, was für eine luxuriöse Situation haben wir in der Schweiz, dass man im medizinischen Notfall in no time versorgt wird und im Spital ist. Ich weiss nicht, wenn das irgendwo anders passiert wäre, wie lange ich hätte warten müssen und wie lange das gegangen wäre. Ich bin dankbar, dass wir so gut organisiert sind in der Schweiz.